willkommen zu meinem Kanal Anyone Can Cook mit Christian und meinem kleinen Freund Niki. Wir kochen heute gemeinsam mein absolutes Lieblingsgericht aus dem Disneyland Paris, Ananas Carpaccio. Das habe ich das erste Mal vor ungefähr 15 Jahren im Restaurant Blue Lagoon im Adventureland gegessen. Das wirst du vielleicht gar nicht mehr kennen. Das heißt heute Captain Jack's. Sicher fragst du dich, warum ich dir heute so ein Gericht zeigen möchte, was es in Disneyland gar nicht mehr gibt. Aber diese Kombination aus süß, sauer und scharf ist einfach unglaublich. Das kann ich dir nicht vorenthalten. Das Restaurant Captain Jack's befindet sich direkt neben der Piratenbahn im Adventureland. Der Eingang zur Attraktion befindet sich ganz in der Nähe des Totenkopffelsens. Der Weg führt durch dunkle Gänge, Kellergewölbe und Verliese bis zum Bootsanleger im Innern der Piratenhöhle. Auf dem Weg hörst du immer wieder den Gesang der Piraten, der dich nicht mehr loslassen wird. Joho, joho! Das Beste an diesem Wartebereich ist, dass es sich im Prinzip schon um eine eigene kleine Attraktion handelt und du sehr viel zu sehen bekommst, bevor du die eigentliche Attraktion erreichst. Am Bootsanleger angekommen, heißt es dann einsteigen und los geht's. Zunächst schippert das Boot durch die laue Karibiknacht am Restaurant vorbei. Doch schon bald ist es mit der Ruhe vorbei. Rundherum tobt eine wilde Seeschlacht, Kanonen donnern und die Freibeuter versuchen dein Boot zu entern. Du entkommst nur knapp und setzt deinen Weg fort, bis du in ein Dorf kommst, das erst kürzlich von den Piraten heimgesucht wurde. Allgegenwärtig sind die Spuren von Kampf und Verwüstung, doch die Dorfbewohner sind wehrhaft und ergeben sich nicht einfach ihrem Schicksal. Von dort geht es weiter in die düsteren Schatzkammern der Piraten, wo die wilden Gesellen Gold, Silber und Edelsteine angehäuft haben. Zu der gelungenen Stimmung und den vielen detaillierten Szenen tragen unter anderem 119 bewegliche Figuren und zahlreiche Spezialeffekte bei. Auch die Musik, die die Szenerie untermalt, und das realistisch gestaltete Feuer sorgen für eine gelungene Atmosphäre. Wusstest du eigentlich, dass es erst die Piratenbahn und dann den Film Fluch der Karibik gegeben hat? Jack Sparrow sprach von der schwarzen Perle. Macht ihm ein Angebot, er könnte uns hinführen. Wahnsinnigen, grausamen Piraten, das ist gewiss. Sag Lipol! Dass man für ein Ananas Carpaccio Ananas braucht, hast du dir sicherlich schon gedacht. Und was man alles sonst noch braucht, siehst du in meiner Zutatenliste. Für das Ananas Carpaccio brauchen wir eine reife Ananas, Artischocke, grüne und rote Chilischoten, 50 Gramm Pinienkerne, 50 Gramm getrocknete eingelegte Tomaten, Salz, Pfeffer, Chiliflocken, etwas Balsamico-Essig und Olivenöl. Ich persönlich benutze für meinen Ananas Carpaccio immer gerne eine ziemlich reife Ananas. Das macht dann den Geschmacksunterschied noch besonders deutlich. Es ist aber gar nicht so einfach, den richtigen Reifegrad von der Ananas zu erkennen. Das ist ein bisschen tricky und wie das geht, das erkläre ich euch jetzt. Man kann am Boden riechen. Der Boden sollte leicht süßlich riechen, darf aber noch nicht säuerlich sein, weil dann hat die Ananas schon angefangen zu gären. Und der nächste Trick ist, man zupft oben an den Blättern, wenn sie relativ leicht rausgehen, das ist hier der Fall, dann ist die Ananas auf alle Fälle reif. Nun bereite ich die Ananas vor. Ich schneide zuerst den Boden der Ananas ab und beginne dann sie zu schälen. Dabei ruhig etwas großzügig vorgehen, da die Ananasaugen sehr hart sind und die wollen wir nicht in unserem Ananas Carpaccio haben.
Dann noch die restlichen Augen aus der Ananas entfernen. Und nun kommt der wichtigste Teil. Ananas Carpaccio bedeutet, wir müssen die Ananas in sehr dünne Scheiben schneiden. Ich selber nehme immer meine Brotmaschine dazu. Das geht am einfachsten. Ist zwar etwas Arbeit, die Maschinen dann wieder zu reinigen, aber es lohnt sich, die Scheiben sind einfach besser. Aber um es euch zu zeigen, es geht natürlich auch ohne Brotschneidemaschine mit einem scharfen Messer und etwas Geduld. Ist zwar etwas mühsam und die Scheiben sind meistens etwas dicker, aber es ist auch schon noch in Ordnung. So, die Ananas deponiere ich erstmal auf einem Teller, mache meinen Arbeitsplatz ein wenig sauber. So, und nachdem ich jetzt wieder klar Schiff gemacht habe, kümmern wir uns um die restlichen Zutaten. Als erstes schneide ich die Artischocke in kleine Stückchen. Du Christian, ich habe neulich von einem Kollegen gehört, dass die Disney-Figuren in anderen Ländern teilweise ganz anders heißen. Das wusste ich gar nicht. Ist das so? Ja? Doch, das stimmt, das ist richtig. Mickey heißt fast überall Mickey. Aber in Finnland heißt der Mickey Hiri und in Italien Topolino. Goofy heißt in Frankreich Dingo. Donald heißt in Italien Paperino und in Dänemark Anders And. Als nächstes schneiden wir auch die getrocknete Tomate in kleinere Stückchen. Und zum Schluss kümmern wir uns um die Chili. Die grünen habe ich in eingelegter Version genommen und die rote habe ich frische bekommen. Als erstes müssen wir die Chilischote putzen. Wie ihr schon aus der letzten Folge wisst, sind die Kerne sehr unbekömmlich. Bei der grünen Chilischote entferne ich die Kerne nicht. Bei der eingelegten Version sind sie halbwegs bekömmlich. Die Pinienkerne können wir ganz ohne Öl anrösten. In den Kernen ist so viel Fett enthalten, dass sie kein zusätzliches Öl benötigen. Du Christian, unseren Zuschauern hat letztes Mal der Reisetipp so gut gefallen. Hast du uns da noch mal was? Aber na klar doch. Dieses Mal war ich in Laon. Das ist ein Ort, der ist ungefähr 150 Kilometer nordöstlich vom Disneyland entfernt. Die Stadt befindet sich auf einem Tafelberg und hatte eine tolle Kathedrale. Die Kathedrale von Laon ist eine der bedeutendsten frühgotischen Kathedralen Frankreichs. Der weitreichende Einfluss ihrer Architektur ist nicht nur in der englischen Gotik nachweisbar, sondern auch am Limburger Dom. Das alte Hotel Dieu aus dem 12. Jahrhundert, das älteste Altenhospital Frankreichs, die Templerkapelle aus dem 12. Jahrhundert und die Klosterkirche St. Marien aus dem 12. Jahrhundert haben mir auch sehr gut gefallen. Die Stadt hat eine 7 Kilometer lange Stadtmauer mit beeindruckenden Stadttoren. Ich selber parke immer außerhalb am Port d'Ardent. Da ist ein großer Parkplatz und von da aus ist man auch ruckzuck in der Innenstadt. Aber die Stadt besteht nicht nur aus uralten Gemäuern. Es gibt tolle Geschäfte und die Stadt war letztes Mal so eindrucksvoll dekoriert. Es hingen Schirme über die schmalen Gassen und mit Folien und mit Lampen. Wirklich beeindruckend und sehr liebevoll dekoriert.
So, in der Zwischenzeit habe ich wieder etwas aufgeräumt und dann werden wir auch gleich mit dem Anrichten starten. Ich serviere das Ananas Carpaccio immer auf einen großen Teller und stelle das dann in die Mitte des Tisches, dann kann sich jeder so viel nehmen, wie er mag. Hier haben wir schon mal einen großen Teller vorbereitet. Darauf drapieren wir fächerförmig die Ananas. Voilà. Und nun machen wir von unseren ganzen Zutaten noch ein paar Stückchen drauf. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für eine Geschmacksexplosion ist. Wenn diese ganzen Geschmäcker im Mund zusammenkommen, das ist ein Traum, sage ich euch. Vor allem die Schärfe von den Chilischoten, die bringt nochmal den besonderen Fett. Man kann das Gericht dann so variieren, wenn man es nicht so scharf mag, dann kann man das auch ohne Chilischoten machen oder man nimmt milde Peperoni. Die Artischocken. So, ich denke, das sollte genügen. Es muss ja auch farblich alles gut abgestimmt sein. Dann nehmen wir etwas Salz, sparsam damit umgehen. Ich selber mag es gerne scharf und deswegen mache ich auch noch Chiliflocken auf das Ananas Carpaccio. Wir würzen das Ganze noch mit Pfeffer und wie bei jedem richtigen Salat kommt auch noch Essig und Öl dazu. Und zum Schluss geben wir das Olivenöl dazu. Die Pinienkerne habe ich mir jetzt noch aufgehoben, damit ich sie nicht in Essig und Öl ertränke. Ich gebe die immer gerne sehr großzügig über das Carpaccio. Ihr werdet es lieben. Voilà. Bon Appetit. Und nicht vergessen, gebt mir einen Like, abonniert meinen Kanal und drückt auf die Glocke. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn es ein neues Gericht von mir gibt. Soll ich einmal ein Gericht für euch nachkochen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde es dann zeitnah für euch erledigen. Au revoir, euer Christian und mein kleiner Freund Micky.